Nach 2 bereits aufwendigen Videos zum Magie-Update und dem zwischenzeitlichen Full-Release schwenken wir auf die Zielgerade ein und widmen uns den noch offenen Punkten. So werfen wir in diesem Video nochmal einen genaueren Blick auf das neue Kampfsystem, schauen uns die neue Version der Farmfelder an und gehen auch noch auf die restlichen Änderungen am Spiel ein. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Nachdem wir uns im ersten Teil mit den neuen Schatzsuchern und den Monumenten auseinandergesetzt haben und dann im zweiten Teil mit den Melthorn sowie den Zauberern und den Hexen, bietet das neue Content-Update für Pagonia tatsächlich noch mehr Inhalt für ein drittes Video und somit viele Neuerungen, die ich euch nicht unterschlagen möchte. Bevor wir aber so richtig durchstarten, kurz der Reminder, dass ihr euch bei Instant Gaming am Black Friday Event vom 29.11. bis zum 2.12. so richtig mit Games für den Jahresausklang eindecken könnt. Also so richtig! Aktuell gibt es zum Beispiel schon Manor-Lords inklusive Mehrwertsteuer für 24 €, was fast 50% günstiger als auf Steam direkt ist. Bei deinem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal hier massiv. Was für etablierte Spieler weniger interessant ist, aber für Neueinsteiger ein deutlicher Pluspunkt, sind neue Tutorial-Tipps und Videos, die euch, während ihr eure erste Siedlung plant, begleiten und somit den Einstieg in die Siedlermaterie deutlich entschärfen. Auch das nach wie vor überladene HUD hat nochmals ein größeres Update erhalten. So werden Waren gelb oder orange hinterlegt, wenn sie zur Neige oder ausgehen und schließlich rot, wenn ein Mangel davon in eurer Siedlung besteht. Zusätzlich erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn die fehlenden Waren zu einem Engpass führen, was mir persönlich die Sache tatsächlich deutlich erleichtert hat, da man jetzt nicht mehr seine Siedlung danach absuchen muss. Klein, aber fein könnt ihr die Spielgeschwindigkeit jetzt in 5 statt vorher in 2 Stufen in eurer Minimap einstellen. Es gibt mit Eldritch Lights auch ein neues vordefiniertes Szenario, welches die Melthorn einführt. Zudem werden alle anderen vorgefertigten Maps abgeändert, um unter anderem den Schatzsucher zu unterstützen. Grafisch hat sich durch das Halloween-Event mit der Dämmerung eine weitere optionale Lichtstimmung ins Spiel geschlichen. Hierbei wurde auch nochmal Hand an den Nebel gelegt, der jetzt passend zur jeweiligen Situation in einer anderen Farbe schimmert. So ist zum Beispiel die Farbsättigung im Bereich von infizierten Melthorn-Bereichen leicht lila. Nur ein Detail, aber immerhin ergänzen nun neben Katzen auch Hunde die Gebäude in eurer Siedlung. Wie ich feststellen musste, lohnt sich generell mal wieder ein Blick in die Grafikeinstellungen, da diese nach und nach um weitere Optionen erweitert wurden und ihr eventuell gar nicht auf den höchsten Einstellungen spielt, ohne das zu wissen. Aber Achtung, ich musste hier trotz einer RTX 4070 Super teilweise spürbare Frame-Drops deutlich unter 60 FPS feststellen. Falls ihr wie ich über sogenannte Mikroruckler klagt, also ausfallende Frames alle paar Minuten, die das Spiel kurz einfrieren, deaktiviert den Triple Buffer. Wer auf ein komplett neues Farmfeld-Management gehofft hat, wird leider enttäuscht. Es bleibt vorerst bei den kleinen quadratischen Feldern, die nach wie vor nicht an die Stelle passen wollen, an denen du dafür extra Platz eingeplant hast. Dafür lässt sich das Saatgut jetzt voreinstellen und dann direkt mit dem Feld in die Wiese setzen, was schon mal viel Gefummel aus der Sache rausnimmt. Zudem gibt es eine Kopierfunktion, mit der ihr Änderungen an den Feldern jetzt mit weniger Klicks vornehmen könnt. Neu ist auch, dass nun kleinere Schilder auf den Feldern die ausgewählte Frucht optisch anzeigen. Alles in allem also eine gute Verbesserung, aber immer noch viel zu fummelig. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zum vermeintlichen Highlight des Magie-Updates, welches eigentlich gar nichts mit Magie zu tun hat. Denn das gleich vorab, das neue Kampfsystem ist eine deutliche Verbesserung zur bisherigen Variante und wertet das Spiel damit auch nochmals ordentlich auf. Zunächst mal zum Balancing. Der bisher klar zu starke Waldläufer hat die Hälfte seiner Kampfkraft eingebüßt und kämpft jetzt nur noch mit einem Wert von 2 statt 4. Der erfahrene Waldläufer wurde hingegen deutlich gestärkt und hat jetzt einen Wert von 30 statt 15. Ihn wird nur halt trotzdem keiner bauen, weil es einfach mittlerweile zu viele Einheiten gibt. Zumindest ist das mein persönliches Empfinden. Um den Waldläufer-Buff zu kompensieren, baut er daher jetzt ebenfalls sehr früh im Spiel direkt Hexer, die sich dann zusammen gut ergänzen. Außerdem sind eure Klingenträger, wie alle Einheiten aus der Abenteuergilde, jetzt furchtlos, können also nicht mehr von Geistern erschreckt werden. Diebe, Banditen, Geister und Werwölfe greifen außerdem später und seltener an, kommen dann dafür aber mit mehr Manpower auf euch zu, um durch das neue Kampfsystem nicht komplett chancenlos zu sein. Und das führt uns jetzt zum eigentlichen Punkt. Denn die früheren 1 gegen 1 Gefechte,
Die auf reinem Glück basierten und auch schon mit dem letzten Quality of Life Update geändert wurden, gehören nun der Vergangenheit an. Sprich, es gibt jetzt kein Limit mehr, wie viele Einheiten auf einen Gegner einschlagen können, was natürlich auch andersrum für eure Gegner gilt. In der ersten Beta-Version des Magie-Updates war das neue System noch auf 3:1 beschränkt, jetzt final ist es aber mindestens 5:1 oder noch höher. Das sorgt dafür, dass ihr nicht gleiche, aber ganz ähnliche Massenschlachten wie in die Siedler 3 und 4 erleben könnt und der Ausgang eines Gefechts deutlich nachvollziehbarer wird. Es macht nun auch einen großen Unterschied, ob ihr mit wenigen Einheiten nach und nach angreift oder direkt mit einer größeren Anzahl ins Gefecht stürmt. Im Prinzip sammelt ihr also eure Truppen kurz vor dem Gegner an einem Treffpunkt und klickt sie dann möglichst gleichzeitig etwas hinter das Gegnercamp. Ist die Masse an eigenen Truppen, die des Gegners deutlich überlegen, könnt ihr logischerweise mit einem Sieg rechnen. Es sei denn, die Kampfkraft weicht zu deutlich voneinander ab, was aber nur auf den extremen Schwierigkeitsgraden eine Rolle spielt. Spannend ist hier die Kombination von normalen Truppen mit den neuen Hexen und Zauberern, welche ihre Zaubersprüche aus der zweiten Reihe wirken können. Also beim Hexer erschrecken, was den Gegner in die Flucht schlägt und vom Rest rennt, oder bei den Zauberinnen die zusätzlichen Wildschweine, die dann auch die Treffer der Gegner einstecken, während eure Truppen wiederum draufhauen. Hierdurch ergeben sich also erstmals 2 Fernangriffe, die vom bisherigen reinen Nahkampf abweichen. Die höherwertigeren Hexer und vor allem die Zauberinnen sind aber so stark, dass sie im Zweifel auch gut alleine klarkommen. Leider sieht das Spiel hier kein zusätzliches Micromanagement vor, sodass dieser Effekt aus der zweiten Reihe nur kurz funktioniert und dann auch die Magier in den Nahkampf stürmen, den ihr nicht mehr beeinflussen könnt bzw. sollt. In diesem Zug wurden auch die eigenen Militärgebäude überarbeitet. Hier könnt ihr jetzt simpler über ein Kontrollkästchen auswählen, wer in das Gebäude einziehen darf, anstatt wie vorher über einen Mengenzähler zu regeln. Alternativ könnt ihr das aber auch noch wie früher handhaben und jetzt sogar den benötigten Rang der Militäreinheiten auswählen. Alles in allem also ein deutlicher Sprung nach vorne in die richtige Richtung, aber immer noch dem Grundsatz erliegen, hier kein ATS-System anbieten zu wollen. So sind die Kämpfe jetzt zwar deutlich nachvollziehbarer und auch logischer, kranken aber immer noch daran, dass ihr in den laufenden Kampf keinen Einfluss nehmen könnt. Blöd ist leider auch immer noch, dass der gesetzte Angriffsfokuspunkt sehr ungenau ist. Eure Truppen rennen also nicht genau auf diesen Punkt, sondern legen das Ganze nur so ungefähr aus und stehen dann unter Umständen regungslos so weit weg, während die Kollegen ein paar Meter weiter abgeschlachtet werden und somit die Überzahl verpufft. Vielleicht ein Punkt, den man in einem folgenden Update nochmal angehen könnte, falls jemand von den Wischen zuschaut. Grüße gehen raus, ihr seid toll, weiter so. Und ja, damit sind wir jetzt, soweit ich nichts vergessen oder übersehen habe, mit dem Magie-Update durch. Mindestens eine News-Folge dürfte dieses Jahr noch zum einjährigen Geburtstag von Pioneers of Pagonia erwarten, wenn uns Envision Entertainment dann die Pläne in Form einer komplett neuen Roadmap für 2025 vorstellt. Und damit frohes Siedeln, frohes Zocken und vor allem weiterhin viel Spaß mit Pioneers of Pagonia.